Hello friends, today we talk about Tiffany & Co. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir beschäftigen uns heute mit der Firma Tiffany & Co. und schauen uns einen Verlobungsring genauer an. Heute schauen wir uns den berühmtesten Verlobungsring der Welt etwas genauer an. Es handelt sich um den Tiffany Setting. So, da hätten wir hier zwei Ringe. Zweimal dasselbe Modell, Tiffany Setting. Die kommen mit einem Umkarton und einer sehr schönen Ringbox, in der auch von innen Tiffany & Co. zu lesen ist. Die Box selbst ist aus Samt außen und hochwertig verarbeitet. So, da haben wir hier zwei wunderschöne Ringe von Tiffany & Co. Das gleiche Modell, nur mit unterschiedlichen Steingrößen. Wir werden uns die Ringe jetzt etwas näher anschauen. So, da hätten wir einmal den Ring mit einem Stein in Größe 0,18 Karat. Und den gleichen Ring mit einem etwas größeren Stein von der Größe 0,30 Karat. Ich halte die beiden mal zum Vergleich nebeneinander, damit man ungefähr den Größenunterschied zwischen den beiden Steinen erkennen kann. Ist doch etwas schwierig hier. Der Unterschied ist auch nicht so gewaltig jetzt von 0,18 bis 0,30, aber er müsste doch schon zu erkennen sein. Die Ringschiene ist sehr filigran. Mit einer Breite von ca. 2 mm. In dieser Einstellung ist der Größenunterschied etwas besser zu erkennen. Der große Stein oben, der kleine Stein unten. Die Steine sind gefasst mit einer 6-Zagen-Fassung. Also sprich 6 Zagen halten den Diamanten fest im Griff. Die neuen Tiffany-Ringe werden selbstverständlich auch mit Zertifikat geliefert. In diesem Zertifikat ist die Qualität des Diamanten eingetragen, Größe und Gewicht, sowie 2 Seriennummern. Die eine Nummer befindet sich auf der Ringschiene in der Innenseite des Platinrings. Weitere Punzen, die sich in der Innenseite des Rings befinden, sind die Punzierung für Platin sowie die Diamantengröße. Im Vergleich zum Cartier-Ring, den wir uns gleich auch nochmal anschauen aus der ersten Folge, ist hier keine Größe in den Ring eingraviert. Die Zertifikate, die neueren, sehen wie folgt aus. Dort oben befindet sich die Seriennummer und darunter die entsprechenden Einträge zur Qualität des Diamanten. Es gibt auch ältere Zertifikate, die sehen dann etwas anders aus. Ich möchte Ihnen mal eins zeigen. Das wäre dann hier ein älteres Zertifikat in einer, naja, will ich mal sagen, Lederhülle. Und ja, hier die Ausführungen nicht ganz so detailliert wie in den neuen Zertifikaten. Das Zertifikat ist auch nur einseitig und es fehlen die Erklärungen
die im neuen Zertifikat dann auf der rechten Seite stehen. Was allen Zertifikaten aber gleich ist, ist, dass sie an einer Stelle erhaben sind. Also das hier ist eine Prägung, die man mit dem Finger fühlen kann. Dieselbe Prägung findet sich auch auf dem neuen Zertifikat, hier oben in der Ecke. Diese lässt sich auch mit dem Finger fühlen. Betrachten wir den Ring noch mal etwas näher. Hier kann man sehr gut die 6 Zagen erkennen, die den Stein halten. So, vergleichen wir den Ring jetzt mit dem 1895 Solitaire de Cartier Ring, der nur eine 4-Zagen-Fassung hat. Das werden wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Und auch sehen wir hier einen Unterschied in der Verarbeitung und beziehungsweise in der Fassung. Die Fassungen sind unterschiedlich. Und hier nochmal schön zu sehen, auf der rechten Seite der Cartier Ring mit der 4-Zagen-Fassung und auf der linken Seite der Tiffany Setting mit der 6-Zagen-Fassung. Natürlich möchten wir auch von diesem Ring das Gewicht erfahren. Wie wir sehen können, dieser Ring wiegt ca. 4,5 Gramm. Die Größe des Ringes ist Größe 52, also eine Nummer größer als der vergleichbare Cartier Ring, den wir in der ersten Folge gesehen haben. Und das bedeutet, dass dieser Ring etwas schwerer ist als der Cartier Ring. Etwas massiver gearbeitet, ein bisschen mehr Material dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem kleinen Video und konntet nebenbei auch etwas über Markenschmuck lernen. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch auch zu meinem nächsten Video begrüßen darf. Ihr könnt auch unsere Webseite auf www.markenschmuck-gebrauch.de besuchen.